Erfahrung nicht meinem schlimmsten Feind wünschen. Ey, ich bin komplett tot, Alter. Unsere Reise begann mit der Bahn. Zu viert ging es los Richtung München, wo wir auf Leon stoßen würden. Die Bahnfahrt war allerdings auch schon durchaus lustig. Die Jesus Christus. Mann, ihr lauft! Hör auf, mit deinem Bein rumzuficken! Alle vereint! Digga, ist leer. Die war heute Morgen voll. Bei Leon angekommen, ging es natürlich erstmal noch durch München und in die nächste Kneipe. Dort, wo Leon dann auch sein Fahrradtour-Trikot überreicht bekommen hat. Danach ging es für eine Nacht noch zu Leon nach Hause, um uns auf die Tour vorzubereiten. Prost. Prost! Der sah aus wie ein Witz. So, es ist morgens und nicht mehr ganz so früh. Fahrräder sind jetzt fertig. Leon hat auch fertig gepackt. Da ist der Rest. Wir warten auf Garmin. Von Leon aus ging es dann erstmal zum Rathaus München, dem Startpunkt unserer Tour. Von dort machten wir uns auf den Weg mit dem Fahrrad raus aus der Stadt und erstmal Richtung Alpen. Schauen wir mal. Vorne sieht man schon die Alpen. Hinter Dominik und Raffi jetzt. Und ja, aktuell läuft es richtig gut. Wir hatten schon die ersten kleinen Abfahrten und ganz bisschen Anstieg. Aber macht Spaß. Alle heiß. 55 Kilometer jetzt auf der Uhr. Wir fahren jetzt hier schön an der Mangfa lang. Ist ein kleines Flüsschen, aber man sieht vielleicht, es ist Rennradstraße in Kuhut. Aber Leute, es ist richtig schön hier. So, die Regenjacke ist an. Es kommen die ersten Tropfen, es ist aber noch ganz wenig, also alles ganz entspannt. Das würde sich wohl noch ändern, wie wir erfahren durften. Backhofen, also berghoch wird feuchter, aber desto schlimmer es hoch wird, desto besser es Kupferde. Aha, links-rechts Panorama. Geradeaus schön in den Wolken die Berge mit Schnee. Geil, so muss das sein. 40 km/h auf dem Tacho. Es geht voran. Meine Rückenbandage kommt jetzt an. Vorbeugend. Wie alt bist du? 19. Ich bin der Jüngste übrigens. Oder bist du 10 der oder Jüngste? 90? Weiß ich auch nicht so richtig. Das Hela. Ach, ist gut. Hallo. Hela. Hela, ihr Gewürzketchup. Wird gut, glaube ich. So, Garmin ist abgestürzt, denn ich starte das Gerät gerade neu. Wir sind gerade schon ein paar Meter in eine falsche Richtung wieder gefahren wahrscheinlich. Scheinbar ist das Tracking noch da. Ja, ist mega. Da geht's nicht durch. Oh.
Umweg, weil wir nicht durchs Wasser wollen. Also ich würde sagen, es ist eine Mountainbike-Strecke. Die Wackelpartie ist vorbei. Wir sind jetzt wieder auf Mastolkitzer Straße. Aber durch den Umweg kann man natürlich trotzdem. Und die ersten 100 Kilometer sind voll. Jetzt die Grenze nach Österreich. Zack, Brücke. Schön. Mega, oder? Die erste Bergwertung kommt. Wir sind schon ein bisschen drin. Das Gras ist tatsächlich nicht so steil. Wow, da sieht man schon ordentlich Berge. Erster Berg geschafft. Die Steigung 18%, habt ihr eben schon gehört. Schwäne. Ich hab's auf Kamera. So, erster Fall von mir. Ich habe mein Team ist verteidigt, würde ich sagen. Benny hat mal wieder zu Fight gesagt, dass wir abbiegen und es war Schotter. Vorderrad blockiert und zack, voll in den Busch rein. So, es geht einkaufen. Im Prinzip Einkäufe werden getätigt. Wir haben Hunger. Ich auch. Ich Bock. Danny geht's gut. Prost. Back on track. Ich bin ein bisschen krank. Also ich wusste ziemlich vor mich hin. Leon auch. Und der Rest ist einfach auch fertig. Und wir haben 120 Kilometer. Es geht wieder hoch. Die Nacht. Ich könnte absteigen und wäre genauso schnell. Guck mal, schon seid ihr da, ist wieder Stimmung. Warum wart ihr so weit hinten? Ich bin so langsam und müde und meine Lungen funktionieren irgendwie nicht mehr. Wie viel Sapelle eben. Weiter, es regnet. Wow. Es trocknet auch nicht, es ist richtig ekelhaft, genau wie in Norwegen. Auch genauso kalt, meine Hände, boah. Die Sirenen jetzt hier. Meint ihr, wenn man mit einer Kuh kuschelt, ist es dann warm? Wenn du in einer Kuh kuschelst, ist es warm. Die Laternen sind gerade für uns angegangen. Ich glaube, man sieht gar nichts mehr auf der Kamera. Aber wir sind auch nicht viel mehr. Gleich fängt der Berg an. Naja. Na, wie sieht's aus? Guter Tag, also intensiver Tag. Mit gut und schlecht. Ja. Ich würde diese Erfahrung nicht meinem schlimmsten Feind wünschen. Aber ich glaube, für uns ist es ganz gut. So, wie geht es uns?
Gut. Kalt, aber sportlich. Wir fahren heute. Müde, aber glücklich. Wir fahren heute einen sehr hohen Berg hoch. Google Maps sagt 4 Stunden, ich sag 12. So, wir sind hier am See. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen. Ja, es ist wieder nass, aber gerade nicht so kalt. Und Ja, das steht auf dem Jetzt Berg. Zeit, wir fahren geht's. So, also Leute, das wird jetzt der härteste Teil der Tour. Wir sind alle keine Spitzensportler, aber wir haben alle ein Banger-Mindset und das kann uns niemand nehmen, auch nicht dieser Berg. Egal was ist, egal wie scheiße es wird, wir fahren weiter. Alles wird gut! Solange wir wild sind! Großglockner! 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 Vor uns türmt sich der Berg auf, wo es hochgeht. So, also 1 bis 2 Kilometer sind gemacht. Gerade waren wir schon bei 13% Steigung. Und wir fahren jetzt gerade hier so mit 7 km/h. Jetzt weniger, jetzt wird es noch höher, also steiler. Ja, läuft, Danny ist noch da. Der Rest ist schon weg. Hinter uns. Hier und ganz weit weg. Also wenn ich schätzen müsste, Kilometer. Top. Ich würde so gerne runterschalten, aber es geht nicht. Höllbach, 1096 Meter über dem Meer. Also wir sind jetzt auf einem Drittel der Höhe. Was meint? Drittel der Kilometer, ein Viertel der Höhe. Wie auch immer, wir sind fast da. Schrankentechnisch, ich habe das geregelt. Eigentlich liegt da Eis drauf, wir dürfen nicht, aber wir als Botschafter der Stadt Verl werden natürlich durchgelassen. Und wir sind Extremsportler mit Zertifikat. Ich hab's geregelt, nicht Dom. Dom war bis eben noch unten. Nice, will wieder die Lorbeeren einheimsen. Ja, ja. Oh, der Rest ist weg. Ah, sieht doch nicht so viel. Nein. (1569) 1602 Höhenmeter. Und langsam merke ich gut höher. Wie sieht zu der Situation? Was? Wir sitzen auf einer mit Schnee bedeckten Bank und ich habe Kopfschmerzen. Ja, ich kriege auch Kopfschmerzen. Ey, so langsam erreichen wir die Baumgrenze. Guck mal hoch. 1916. So, Dennis. Ist ein bisschen steil geworden. Ja. Boah, selbst schieben ist anstrengend, Mann. So, es schneit jetzt richtig, beziehungsweise so Hagelschnee-Kombi. Jetzt bleibt es auch ein bisschen auf der Straße liegen. Also schmilzt noch weg, aber die Körner sind halt so groß, dass die ersten liegen bleiben. Man sieht es auch auf meiner Kleidung. Ey, aber es kam nicht noch ein Donnern. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich Steinschlag. Ja. Doms Mantel ist Schrott oder Reifen kann nicht mehr fahren. Ist gerade auch am Schieben. Muss aber von einem Auto mitgenommen werden, sonst schafft er das nicht. Zur größten Not müssen wir halt die Polizei rufen, dass sie den nachher abholen. Oder was vielleicht auch noch geht, wenn es richtig spät wird, aber er schiebt ja aktuell weiter hoch, geht er runter, schiebt runter und ist da irgendwo am Bus. Oder legt sich mit Schlafsack in die Infozentrale. Hatten die einen Schlauch? Flickt.
Ja, okay. Also keine Mitfahrgelegenheit. Versuch bitte wirklich Mitfahrgelegenheit. Halt Daumen raus, alles. Okay. Komm, Kuss. Ciao. Boah. Ich würde sagen, wir fahren zu dem Restaurant, oder? Warum? Christoph, was machen wir hier? Schon mal Fahrrad gibt. Wieder erwarten hatte das Restaurant oben zu. Also ging es weiter, erst ein Stück runter und dann wieder hoch. Aber Danny, schön ist es. Ja. Alter. Richtig für der Eistopfen. Richtung. So, in 400 Metern dürften wir auf dem Peak der Tour sein. 2504 Höhenmetern. Und das ist eine Katastrophe. Guck mal, wie viel Schnee hier liegt. Rechts, links. Endlich oben angekommen. Bergstation Wallerchaos. Berggasthof. Hoffen wir es einfach, dass auf ist. Danny und ich sind also in den Gasthof und haben auf den Rest gewartet. Mega Bosch, verleihe mich. Einige von uns hätten Stalingrad überlebt, andere nicht. Komm, Dom, wie geht's dir? Wie geht's dir, Dom? Wo ist mein Kaiserschmarrn? Wir kriegen hier nicht zu essen, weil das ein Hotel ist. Und die nur an Gäste was geben. 20 Ich Kilometer. musste meine Finger von der Bremse loslecken, weil sie kaputt sind. Es hat ein Österreicher angehalten, dessen Auto war voll mit Kindern. Und der meinte so, oh, ein Fahrrad kriegen wir nicht mit. Dann war ich so, ja, okay. Du kannst aber auch Schächen gefunden. Der konnte mein Fahrrad mitnehmen. Allerdings braucht er einen 15er Schlüssel. Er hatte im Auto nur einen 18er. Nein, weil Dom kein Schnellspanner. Scheiße. Oder wie Dennis meinte nach 20 Autos, wieso trampst du nicht? Ja, weil da waren echt einige dabei, die du hättest mitfahren können. Die wollten Los, fahr jetzt nach Istanbul. Ich hol dich ab. Ey, aber Dom, wirklich krass. Dann kamen irgendwann französisch sprechende Wesen, die ein bisschen wie Dennis waren. Der eine hat so ein Werkzeug im Mund genommen und hat irgendwie... Ich weiß auch nicht, dann haben sie mal einen Reifen gepflegt. Aber der hält? Ja, die haben irgendwie easy, bla bla bla, Plastik. Okay, Dom, zum Plan. Wir fahren 18 Kilometer runter, da essen wir Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn. Ja, Wirklich? Ja, also voilà. dazu will ich anmerken, du bist zwar noch nie bei einem Schneesturm bergab gefahren, Aber es wird kalt. aber die Blockfinger kommen nur von den 2 Kilometern, die ich eben gefahren bin. Nachdem uns das Hotel nichts zu essen verkaufen wollte, ging es für uns die Höhenmeter wieder runter zu einem Restaurant, das wir rausgesucht hatten.
Mautstation. Ja, hier und dann die Straße, die da unten. Ja, nicht die, sondern da drunter ist noch eine. Nach langer Abfahrt waren wir endlich am Restaurant angekommen. Ist er wohl nach? Hier. Ah, hier sind Tische. Mag ich die. Ist zu. Oder? Hat ihre Küche noch auf? Ist zu. Ey. Sorry. Wir haben dann noch eine Kneipe gefunden, wo die Küche offiziell seit 20 Uhr schon zu hatte. Wir haben dann aber um 22 Uhr doch noch etwas zu essen bekommen und sind schnell schlafen gegangen. Weiter auf dem Bock. Schön an der Möll lang, wie ich gelernt habe. An dem Sonntag hatten in Österreich keine Geschäfte auf. Auch kein Bäcker oder Tankstelle. Wie kann Dennis so schnell sein? Dumme, dumme. Ah! Wo geht's lang? Ich weiß nicht, ob das Treppen sind, Christoph. Schauen wir mal. Auch nicht. Auch nicht lieb's. Es ist Rennrad. Anschließend kam eine lange, steile Abfahrt. Teilweise hingen wir sogar hinter Autos und Motorrädern und konnten nicht schneller fahren. Das Ganze war allerdings vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Ach Leute, ich bin ja vorgefahren. Und naja, war wohl ein bisschen zu weit. Es ging auch immer schön bergab. Ist allerdings nicht schlimm, weil die fahren nur eine andere Strecke runter. Also von daher kann ich auch jetzt einfach weiter runter. Ich glaube, Lassi ist da. Ja, Lassi kommt gerade. Ey, ich bin auch eben, hing ich hinter einem Motorrad. So. Es ging mal wieder einen Berg hoch und Dominik hatte auch mal wieder einen Platten. Oben angekommen merkten wir, dass der Platten für uns nicht flickbar war, da wir auch keinen Ersatzschlauch mehr dabei hatten. Dominik musste also die Entscheidung treffen, mit dem Bus in die nächstgrößere Stadt weiterzufahren. Ach, schön. Schön ist das Leben. Ja, ist der Wind. Niemand mag Wind. Für uns 4 ging es natürlich weiter durch Österreich und rein nach Italien. Nach einer kurzen Stärkung ging es dann weiter in Richtung Slowenien. Nach Erdradstraßen. Was war das? Morgens ging es für uns erstmal auf einen Markt. Jetzt gleich sind wir irgendwann in Ljubljana, sammeln Domme ein, müssen da dann auch noch mal ordentlich einen Fahrradeinkauf machen, neue Mäntel, neue Schläuche. Wir brauchen Licht für Rasmus und Leon.
Also, Leon hat nicht Kakao gekauft. Also, wer verpackt seine Kaffeesahne in brauner Verpackung? Alle wieder vereint zusammen. Jetzt konnte es weitergehen. Wir waren beim Fahrradladen, haben nicht alles für Dom bekommen. Waren jetzt beim Decathlon. Da hat Domme gemerkt, dass ein Helm fehlt, den er irgendwo liegen gelassen hat. Wo er dann erstmal noch ein Stück zurückgefahren ist. Achso, und wir haben Kniesalbe. Ich habe mir gerade schon die Ibu 600 geballert. Ja, nee. Läuft. Doms Knie tun auch weh. Ich habe den Kniebandage immer noch. Wir fahren hier gerade so Gravel Roads und alles ist voll mit Schlagwetter. Es ist wirklich krass. So finden wir übrigens unsere Startspots. Es geht einfach irgendwo ganz rein. Jetzt sind wir hier so zwischen Bäumen, also eigentlich sehr perfekt. Und so sieht dann unser Startspot aus. Nachdem wir die letzten Tage viel Zeit durch Reparatur und Co. verloren haben, mussten heute vor einem Kilometer gemacht werden. Gerade in Kroatien angekommen, schon den ersten Supermarkt gehabt. Jetzt zieht sich das Wetter so langsam zu. Es ist 1:1, wie ich mir das Festland von Kroatien vorgestellt habe. Wir sind immer noch auf der gleichen Straße in Zagreb. Und das Schöne ist, wir sind viel schneller als alle Autos. 1,28 für Diesel. Es regnet. Ey, Jungs, pass auf beim Bremsen, aus irgendeinem Grund sind die Straßen die gottlos rutschig. Das Waterboarding. Ich bin in die Gullidecke reingefallen. So, es fängt an zu regnen. Läuft. Wir haben das Ziel fast erreicht, den Lidl. Noch vor 22 Uhr. Wir sind jetzt irgendwie 2,5 Stunden hier hingefahren. Es ist auf jeden Fall der 21.05. und es ist ein Mittwoch. Und heute ist so ein bisschen Luft raus. Wir haben eigentlich gut geschlafen. Aber es geht es dann eben weiter.
Für Pferd. Für Pferd. 30 Kilometer später oder so und es sieht einfach noch exakt gleich aus. Wir fahren die ganze Zeit durch diese kleinen Dörfer hier. Alles wirkt verlassen. Teilweise gibt es Menschen und auch bewohnte Häuser, hier rechts zum Beispiel. Aber oft sind die auch ausgebrannt oder hier zerfallen. Die Scheune hier rechts wirkt alles ein bisschen trostlos, könnte man sagen. Es regnet wieder ein bisschen. Wir sind immer noch in Kroatien. Die Häuser sehen immer noch aus wie vor der Stadt. So, Schlafplatzsuche geht los. Hier links? Ja? Hier links? Ja, können wir machen. So, wir sind wieder auf dem Bock an Tag 7. 906 Kilometer sind auf dem Tacho. Wir haben nicht ganz die Hälfte geschafft bis jetzt. Eben hat uns ein Mann gesagt, hier geht ziemlich lang. Naja, es ging auch geradeaus auf die Schienen. Servus. Aber es gab so diesen Schotterweg. Das ist meine Kette. Das ist wirklich ein Fahrradfahren der Welt hier. Oh, da ist ein Mensch. Was ist das? Ah, da ist ein Haus. Ey, das ist ein Knast, glaube ich. Ich glaube, da waren so Gitterfenster. Und da hat gerade jemand rausgeschrien. Habt ihr gehört, oder? Also das ist offiziell befestigte Straße, Danny. Sehr gut. Na, es ist ein Kirschbaum. Wir probieren mal. Sie sind ein bisschen befallen. Dann sagen wir ein bisschen grün, oder? Nee, das sind Sauerkirschen aber. So, also wir nähern uns der Grenze. Wir haben gerade mal überlegt, was alles potenziell gefährlich werden könnte für uns. Also Dennis Reisepass ist unter Umständen als geklaut gemeldet, weil er irgendwie 3 Stück zu Hause hat. Rasti hat Pfefferspray mit und ich habe ein Messer mit, was aber eigentlich nicht unter die Regularien fallen sollte. Und ich habe eine Drohne mit. Schauen wir mal, ne?
Hallo. Der Grenzfluss zwischen der EU und Serbien. Hallo. Thank you. Bye bye. So, Grenzübergang lief doch ganz gut. Wir haben Stempel, Leute. Ja, aber der ist richtig traurig. Ja, ist nur Datum, ne? Ja. Wo sind die serbischen Patrioten, wenn man sie braucht? Das ist der Stempel. Ja, wir haben es gesehen. So, die ersten Aufnahmen aus Serbien. Wir haben aktuell 26,9 Grad aber. Rechts Volleyball, hier fährt Promenade, geilen Fahrradweg. Ist einfach Urlaubsstadt hier. Okay. Wo lang? Cool. Ganz viele Hunde. So, der nächste Garmin-Berg hat begonnen. Es geht schon hoch. LKW. Boah, fuck! Litz? Ja, Litz. Krass! Für uns ging es also schnellstmöglich runter zu unserer Zeltstelle. Dort wurde noch gekocht, aber dann ging das Gewitter im Zelt auch weiter. Wir waren mitten im Gewitter und im Zelt war es unfassbar laut. Danny hat mir am nächsten Morgen erzählt, er hätte nur geschaut, dass er auf keinen Fall die Zeltwände berührt. Ich habe mir die Ohren zugehalten, um das Ganze etwas besser zu ertragen. Meine Schuhe sind etwas schwer geworden, würde ich sagen. Das Fahrrad ist letzte Nacht umgekippt. Leons auch. Alle Fahrräder sind letzte Nacht umgekippt, außer meins. Dennis und meine, die lagen schon. Aber der Inhalt ist trocken. Good morning, Serbia! So, es geht los. Wir sind alle übelst dreckig. Ich bin erstaunt, dass die Fahrräder alle fahren.
you're going. Can you not gas? Stop. Perfekt. Alter, sind die langsam. Komm her! So, damit wir das nochmal festhalten, wir waren gerade Autoscooter fahren und haben circa 1 Euro pro Person bezahlt. War zwar auch alles ein bisschen kleiner, aber wir waren ja nur zu 5. Und sie haben für uns 5 die Bahn aufgemacht, da stand noch eine Leiter drauf und so. Mega Bass. Ja, und dann sind wir zu 5 Autoscooter gefahren, war übel witzig. Alter! Aha. Das ist mal eine Stadt! Wir sind nach Belgrad in die Stadt gefahren. Dort haben wir kurz Pause gemacht, hatten aber leider keine Zeit, uns die Stadt weiter anzugucken. Sommerurlaub. Schön. Es regnet. Geil. Wir werden schon wieder nass. Dabei war nicht mal alles getrocknet. Wir müssen irgendwie nach links. Vorsicht! Oh. Wenn jemand eine Leiche sieht, nichts sagen. Also uns schon. Es stinkt. Es geht drunter durch. Die offizielle Euro Velo 6 geht hier lang. Ey, es ist scheiße rutschig. 5er, wenn er drüber fährt. Na gut. Nein, Leer auf. Scheiße. Wir machen von da. Alter, das ist ultra rutschig. Oh. So, dann auch einmal ein Bild. Ha! Ja. Noch besser. Ah, schön, oder? Sagen wir wieder ein bisschen Abwechslung. Ist das schön. Warum ist das da? Ich weiß es nicht. Das ist noch in der Schraube drin. Ach, das ist hier rausgerutscht wahrscheinlich. Wir fuhren weiter über eine Bundesstraße und der Regen verschlimmerte sich. Die gesamte Straße war überflutet. Plötzlich bremste Leon, da sich seine Tasche in seinem Rad verfangen hatte. Ja, ist deine Tasche. Oh, meine Schuhe. Wir waren triefend nass und die Situation schien sich nicht zu bessern. Also entschieden wir, eine Nacht im Hotel zu verbringen. Weil das muss noch schöner verteilt sein. Das ist das den Hotdog sieht. Börek.
So sieht unser Hotelzimmer übrigens aus. Alles komplett zugemüllt hier. Meine lieben Freunde, wir stehen hinterm Hotel bei den Fahrrädern. Gleich geht's los, ne? Und ich hatte noch Sachen drin. Seltsam. Leider sind halt alle jetzt rausgegangen und die Tür ist zu. Ich habe keinen Schlüssel dabei. Leute, wir sind auf dem Bock, nachdem ich eine halbe Stunde verdammelt habe. Dadurch, dass ich keinen Schlüssel mitgenommen habe. Ja, dafür muss man sagen, dass ja nach dem Hotel läuft es jetzt wieder. Also aktuell haben wir hier strahlenden Sonnenschein. Alle Powerbanks sind geladen. Uns geht's wieder halbwegs gut. Aber was so eine Nacht mal in einem Hotel ausmacht, ist schon krass. Vor allem, wenn man überlegt, dass jeder von uns 10 Euro dafür gezahlt hat. So, Straßenhunde. Ja. Okay. Machen aber nichts, alles gut. So, wir müssen diesen Weg fahren für noch 30 Kilometer. Du warst auf 24. Ja, 26 sind es jetzt. Ja, Mai. Kommt vor. Gar kein Problem. 10 Kilometer in die Richtung ist kein Weg. Da ist die Donau. Es gibt nur diesen Weg nach Korkiv oder wie diese Stadt Was soll heißt. das denn? Okay. Es ist hier Eurovelo 6. Ja, und 11. Und 11. So, also Danny hat ja schon 2 Stände auf den ganzen Touren verloren. Meiner geht ja jetzt auch nicht mehr. Und Rassi Ständer hängt einfach die ganze Zeit auf 7:30. So, Supermarktstopp. Ah! Nochmal! Alter. Es sieht hier etwas verdächtig nach Bundesstraße bzw. Autobahn aus. Es ist kein Mittelstreifen, muss man dazu sagen. Aber es ist die offizielle Eurovelo 11. Hier ist die Bundesstraße 33. Danny, wer bremst, verliert. Sie sagten, wir campen hier in der serbischen Flagge. Nein, da unten. So, hier wird schön wieder geköchelt. Unten brennt schon das ganze Gras, so wie das muss. Die ersten 20 Meter sind geschafft.
Ja! Es tut alles weh. Noch 10.000 weiter. Oh. Alter, ich sterbe wirklich. Mein Arsch, meine Beine, meine Knie, mein Rücken, meine Arme. Oh. Ah. Ey, ich bin komplett tot, Alter. Alles tut weh, nicht nur die Beine. Das ist wirklich schlimm. Na? Ist kalt. Und nicht nur Kopfschmerzen. Sie ist so ruhiger und die Frau gibt es nicht. Wirklich, ja. Wie viel haben wir denn heute? Zu viel. Das ist ja super. 25. Wie viel wollen wir heute machen? 26. Alter, der Reifen. Ah, das ist Filmgelassen. So, an der Ampel steht dran, wie lange es noch dauert. 60 Sekunden noch rot. Also erstmal Zeit für eine Pause. Dom hat sich gerade da in der Ölpfütze gelegt. Ja, ne? Fahrrad steht jetzt ein bisschen schief. Dom, wie geht's? Alles gut, nur so ein bisschen. Zeig mal. Ach ja. Ist es vorbei. Hallo, Augenblick. Brennt. So, willst du erstmal das Boot abmachen? Ah, passt so. Der Berg kommt und meine Knie merke ich schon ordentlich, trotz der 600er Ibu von heute Morgen. Achtung. Da ist der Dom. So, Rassi macht für jedes Tor von Arminia 25 Liegestütz. Die werden jetzt gerade hier schön ausgeführt. 10% Abfahrt hier. So, ihr könnt ja alle mal raten, wo es lang geht. Links, geradeaus oder rechts? Aber nicht ganz rechts. Ah, geradeaus. Also halb rechts noch. Ist ja fast gar nicht steil. Mein Fels. Danke. Aber der arme Dom. So, wir sind oben. Danny hat am Schluss natürlich noch mal ordentlich gesprintet, damit er vorne ist. Typisch Banker. So Leute, wo es rauf ging, geht's auch wieder runter. Ach, gut. Ach, sehr gut. Handy da, alles gut. So, meine lieben Freunde, wir sind am letzten Supermarkt für heute angekommen und quasi auf die letzte Pause. So Leute, für ein bisschen Protein gibt es jetzt Tofu. Banger, oder? 180 Gramm, 20 Gramm Protein. Was zum Wiegen? Sorry. So, wir sind jetzt auf der Autobahn. Der Typ bei dem LKW-Dingsbums hat uns gesagt, wir müssen hier lang.
Und Man hat gesagt, wir müssen mit Dach. ja, wir müssen auf die Autobahn. Und davor ist die Grenze. Da kommen wir aus Serbien raus und in die EU nach Bulgarien rein. Hallo. So, Austritt aus Serbien geschafft. Wollen wir hier jetzt zelten? Ja, ne? Mai. Hat jetzt dein auch gesagt, scheiße? Der hat gesagt, Die Reisepässe von dem Rest sind viel zu nass. Also das kann auch sein, warum er so regnet in deinem Scheißland. das kann auch sein, warum er so unglücklich geguckt hat. Ich dachte, das wäre mal illegal eingereist. So, komm, lass mal vor. Thank you. Bye bye. Leute? Ja, wir sehen es auch. Ist rechts offen? Also hier so ein aufgebrochener Zaun. So, hier geht's jetzt hoch. Ist wirklich schrecklich so im Dunkeln. Man sieht nichts, es ist scheiße steil. Boah, alle hier schön am Schieben. Der nächste Tag begann erstmal wieder mit Regen. Dann gab es noch eine kleine Überraschung. Das ist da. Es ist da. oh, hello, hello. Germany. Germany. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, einen Moment. Da wir auf einer typischen Flüchtlingsroute lang fuhren, wurden wir an der Grenze von Bulgarien von Frontex aufgegabelt. Die Beamten waren aber super nett, haben unsere Pässe kontrolliert und wir durften weiter. Überall Schlaglöcher auf Pfützen. Portenlecken. So, das hintere Schutzblech wird sich vom Berg komplett voll. Das ist der Rest, macht sauber. Schön, macht er gut. Jetzt hier eine gesperrte Brücke, die auch, glaube ich, noch nicht fertig gebaut ist. Hey! Hey! Da ist der Lidl. So, wir betreten den Lidl und es sieht 1:1 gleich aus wie in Deutschland. Was sieht anders aus als in Deutschland, Leon? Das da. Letzter Wert für heute. So, schön hier am Morgen schon mal die 400-500 Höhenmeter ballern. Aber auf jeden Fall auf den ersten 30 Kilometern vor der ersten Pause, für mich ohne Frühstück, geht schon mal ordentlich bergauf.
Woo! Ja! Da haben wir fast mit dem Fahrrad gekotzt. Ah! Komm, Rassi. Mega. So, jetzt Liegestütz, Leon. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reicht. Meine Arme sind nicht belastet, so das ist nicht das Problem. Jo, hier schön 56 knallen. So, wir sind mal wieder in einer Stadt. Also in einer etwas größeren Stadt. Boah, Schlagloch. Aber sieht eigentlich wirklich 1:1 genauso aus wie jede Stadt, durch die wir durchgefahren sind, oder? Schon krass. Oh, es regnet mal wieder. Wird ja auch Zeit. Wir hatten ja auch ein bisschen zu gutes Wetter, ne? Das heißt, jetzt werden wir wieder ein bisschen nass. Schön hier im Regen. Ich meine, wir hatten ja auch noch keinen Sonntag. Wäre ja auch langweilig, ne? So langsam wird es auch kalt. So Leute, wir sind auf der Autobahn. Was? Und der Berg beginnt. Das heißt, wir schleichen jetzt hier schön mit 10 km/h die Autobahn hoch. Mega, oder? Na? Also einmal, das waren 20, 30 cm Max. Ja. Uhr ist knapp durch. Die 200 Kilometer müssen noch voll gemacht werden. 35 Kilometer fehlen noch. Also geht's noch mal auf den Bock. Leon kommt ganz schnell vorbei. Leon kommt ganz schnell vorbei. Kraft im Bein. Kraft im Bein. Danny hat mal angezogen. Danny hat mal angezogen. Jetzt fahren wir auch Richtung Tode. Jetzt fahren wir auch Richtung Tode. Darf ich mal vor? Ich zeige euch jetzt, was es geht. Rassi fährt jetzt einfach vor. Rassi fährt jetzt einfach vor. Oh, Digga. Wir haben noch 2 Tage, Jungs. Oh. Digga. Komm, Danny. Alles Opfer hier. Wir fahren unsere 30 km/h. Wir fahren unsere 30 km/h. So sind wir morgen in Istanbul da. Jetzt haben wir 2 Sachen. So, wir haben noch 16 Kilometer ungefähr. Und wir fahren immer noch 26 km/h hier. Aber wir fahren auch ordentlich in die Gewitterwolken rein da vorne. Hoffen wir, dass es jetzt nicht noch nass wird. Eigentlich an unserem Schlafplatz angekommen, hörten wir Hundegebell und es gab eine Schranke. Wie sich herausstellte, war es Firmengelände vom Bergbau und wir mussten es großräumig umfahren.
Wir haben Glück, dass wir da nicht durch den Tunnel müssen. Wir müssen durch den Tunnel. Durch. Ja, über Schienen. Ja, ich glaube schon. Und? Und da ist dicker Rasen. Kommt! Geht's, Rasi? Oh, Vorsicht! Ist gut? Ich sollte das öfter machen. Das war lustig. John, alles gut? Ja, es war nix. Ich bin So, der zweite, der sich hier gelegt hat, ne? Ich bin aber runtergesprungen. Da vorne geht's jetzt drüber, eigentlich. In case of flood, do not pass, turn around. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, ja. Mal gucken. Ja, es ist halt schon viel Strömung, ne? Aber an sich geht's. Einfach, ich würde Schuhe ausziehen und schieben. Do not pass. Die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei war wohl die am besten bewachte. Überall standen Soldaten mit Maschinengewehr. Hello. Passport card, card. Yes, Check sure. the camera. Yes. Christoph, Leonard. Yes, like this? Messerstand der auswärtige Sache auch. Hello. Control. Should I open them? No, come on. Okay. Okay, thank you. Where are you? Going to Istanbul from Munich. Thank you. Die ganze Zeit geht's hier rauf und runter. Schrecklich, ey. Aber wenn man mal nach hinten schaut, dann sieht es da ordentlich nach Regen aus. Also da regnet es auch schon definitiv. Und es zieht so ein bisschen in unsere Richtung. Ah, mein Sack reißt. Alles komplett nass, die Straße bloß.
weiß, ich habe vor 2 Sekunden was anderes gesagt, aber so können wir nicht warten. Nee, Alter, mir ist so kalt. Das ist nach Halle aufs Maul. So, es geht durch die türkischen Städte auf der Suche nach einem Schlafplatz. So, den Weg geht's jetzt hier lang. 500 Meter und wir müssen einfach schieben. Es geht gar nicht, es ist super viel Schlamm schon wieder in den Rädern. Ja, da unter der Straße noch hindurch und dann da irgendwo pennen. Zack. Alles dreckig. Wie geht's deinen Schuhen so? Perfekt. Ja, mega. Guck mal. Perfekt, oder? Easy. So, den Matschweg, den wir gestern gekommen sind, der wird heute natürlich wieder zurückgeschoben. Ja, ey. Ich war kurz davor. Der letzte Tag war angebrochen. Es gab keine Alternative mehr, da wir die Zelte aufgrund von Schimmel schon weggeschmissen hatten. Istanbul. Doğru gidiyorsun. Doğru doğru. Yeah, the route says... Tamam öyle de sen doğru git. Doğru boş ver. John, understand. Dön doğru git gülüm doğru. Doğru. Ya tamam burası, gut, ja, das- burasını göstereyim ama sen boş ver. Sen doğru git doğru. Okay, perfect. Doğru. Thank you. So, wir fahren hier echt durch so viele kleine Dörfer. Und es ist echt hügelig hier in der Türkei. Aber sonst so ist eigentlich ganz nett. Also man sieht schon krass die Armut. Aber irgendwie die Leute sind alle super drauf. Richtig nett. Servus. Please. Gott. Schön hier in der Türkei. Mal sind wir alle glücklich davor. Was geht's? Wir trafen unterwegs andere Fahrradfahrer von Ride & Seekers, die professionelle Touren organisieren. Diesmal ging es für sie von Wien nach Istanbul. Der Verkehr in den türkischen Städten war wirklich schrecklich, auch wenn das auf den Videos vielleicht nur so halb rüberkommt. So, meine Lieben, es geht bergauf, natürlich. Eben hat es angefangen zu donnern. So richtig viel Regen haben wir jetzt gerade noch nicht abbekommen. Oh, hier ist was zu essen. Oh, Bamba! Und... Hey! Ja, wollen wir trotzdem durchfahren? Oder geht's? I don't know, we have to turn right. Yeah, right. Is it okay? Perfect, thank you. So much. Okay, perfect. Hunde! Offiziell in Istanbul angekommen. Allerdings ist die Stadt riesig, ungefähr 70 Kilometer im Durchmesser. Deswegen ging es für uns, offiziell in Istanbul, noch auf Schotter- und Feldwegen weiter. Da das Fahrradfahren in der Innenstadt von Istanbul sowieso zu gefährlich war, hatten wir uns den Flughafen als Ziel gesetzt und wollten von da aus mit der U-Bahn weiter.
Oh. Hey, how long does it go? I shouldn't go that way, your wheels get stuck. Oh, okay. At least my wheels did, so I'm walking to the main road again. Okay, shit. You tried? Yeah, well, it's just mud, you can try, but... How long until it gets very muddy? Kilometer maybe. Okay. But I have to figure out what I'm gonna do. Yeah, same, I guess. Where are you heading? I am calling my mom and dad and they say there's a camping somewhere close by, but I don't have cell phone service, so I don't know. I guess we try. Alright, Well, good luck. have a nice day, I guess. You too. Good luck. Alright. Ja, auch komplett blutig. Alter. Alter. Und davon jetzt noch schlimmer. Wir hätten auf den Jungen hören sollen. Ja, schon wieder. Zack, rückwärts. So wie man das sieht. Krass. Scheiße. Also hier geht's nicht weiter, meint der Schäfer. Das war noch der gute Teil. Und ich muss jetzt schon alle 1,5 Meter den Schlamm entfernen. Also hier ist wirklich Dead End. Das Ding ist, Deni ist schon bereit, sein Fahrrad hier zu lassen und zu Fuß zu gehen. Do you know where the next street? This way? Yolu takip, oradan Çatalca, İstanbul. How long? Buradan, This- only this stuff. How long? Bu yolu takip, Yes. orada köy, oradan İstanbul. Okay, perfect. Asfalt. Düz, böyle değil. So, und da geht's. Umweg, also 40, 50 werden es wieder sein. Bis zur nächsten U-Bahn-Station. Die sind alle am Flughafen und wir gehen jetzt halt vom Flughafen gerade weg. Es wurde bereits dunkel und wir hatten auch noch ein gutes Stück über die Autobahn. Wir entschieden, dass es nicht mehr sicher war, mit dem Fahrrad weiterzufahren. Außerdem mussten wir rechtzeitig ins Hotel einchecken. Da mussten wir natürlich überlegen, wie wir nach Istanbul kommen. Ob mit Uber oder Taxi und wie das mit den Fahrrädern war. Es ist Asphalt. Krass. Ja. Asphalt. Mega. Wir machen jetzt die Fahrräder ein bisschen sauber. Wenn wir Glück haben, kommt gleich jemand und sammelt uns ein. Wir haben einen Bauern mit Trecker und Anhänger gesehen. Ich fragte, ob er uns mit dem Anhänger zum Flughafen bringen könnte. Er rief dann einen Kollegen an, der uns mit seinem Milchtransporter zum Flughafen gebracht hat.
Das ist wild. Die nimmt weiter auf. Also wir sitzen hier vorne drin, in so einem Transit, hinter uns die 5 Fahrräder im Kofferraum. Alter, und der fährt so scheiße schnell, der hat schon 2 Leute überholt. Egal. Wir wurden gekidnappt. Zusammen mit unseren dreckigen, schlammigen Fahrrädern. Wir wollten jetzt Maryland, jetzt sind wir hier im türkischen Truck. 40 Kilometer. Es ist dunkel. Bitte speicher diesen Snap, falls ich nicht überlebe. Wir sind jetzt hier auf der Autobahn. Hier hat uns der Typ rausgelassen mit den Fahrrädern. Der meinte, der kann nicht zum Flughafen fahren, da geht's nach Istanbul, also Flughafen. Der kann nicht da reinfahren wegen Polizei, weil wir ja im Kofferraum saßen. Und jetzt müssen wir von hier noch bis zum Flughafen fahren. Das sind noch so 3 Kilometer. Wir sind hier am Flughafen und haben hier so einen Springbrunnen gefunden, wo wir uns jetzt waschen. So, jetzt geht's zur nächsten U-Bahn. So, jetzt erblicken wir das erste Mal die Innenstadt von Istanbul. Es riecht nach Döner. Es riecht wirklich nach Döner. Ist krass. Und ist es so, wie man sich es vorgestellt hat? Oh, ist halt eine Stadt, ne? Oh, Vorsicht, grün hier. Über links, links. Ja. So, da sind wir. Das Marriott Istanbul Sicily. Wir sind endlich angekommen. Kurz vor 0, gerade noch im Check-in-Fenster. Für Dominik ging es direkt ins Bett, während sich der Rest nochmal aufmachte, was essen und dann, warum auch immer, nochmal ins Fitnessstudio. Danach hieß es dann endlich Urlaub genießen. Wir machten uns 2 schöne, knappe Tage in Istanbul. Eine Megastadt, riesig groß und voller Überraschungen. Eine kleine Herausforderung gab es allerdings noch. Der Flug zurück. Also wir kommen gerade aus der Bahn und hier ist jetzt schon so ein Security-Scanning. Wie sollen die unsere Fahrräder scannen? Ja. Alle konnten kein Englisch, niemand konnte Englisch. Und wir sind jetzt irgendwie, durften nirgendwo durch, also weil die Scanner sind halt alle zu klein für die Fahrräder. Jetzt werden wir irgendwo, also wir sollen ihnen folgen, irgendwo durchgeschickt. Bin ich mal gespannt hier. Ordentlich alles zusammengepackt. Mein Fahrrad sieht schon gar nicht schlecht aus. Ja, bei Leon wird das auch so langsam was. Chasing the sun from Munich to Istanbul, rise has begun. 14 days through the wind and rain, climbing high and flying again. We're riding like firebirds into